Hey Leute, der hier zurück mit einem neuen Part von der, ich möchte jetzt schon sagen, finalen Phase langsam von dem Spiel L.A. Noire, und wir drücken jetzt weiter und gucken mal, was mit Kelso jetzt passiert ist, ob es ihm gut geht, was als nächstes kommt. Wir sehen es jetzt. Nein, wir sehen den Speicherbildschirm. Und ein Flashback. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Ja, selbst bis zum Schluss kriegen wir da immer noch Flashbacks, die erklären, warum Cole und Kelso so miteinander sind, wie sie sind. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize You for... don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. Wollten sie wahrscheinlich ihren Bekannten zum Schweigen I'd bringen. like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor.
Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm gonna run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's gonna get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Okay, also Kelso ist wieder auf den Beinen. Sieht immer noch ein wenig ramponiert aus, aber er ist auf den Beinen. Stethoskop klauen. Thanks for the patch-up, Princess. Might be the only R&R I get for some time. Ja, brauchst du ihn nicht gleich zurückschrecken, Mädel. Ich wollte bloß mal gucken. Das nenne ich mal ein Krankenhaus, Leute. Sieht so gar nicht so aus wie die, wo ich rein durfte. Ist wahrscheinlich auch das Essen ein bisschen besser. Ja, das ist mal nice. Die Zeitung kann er auch nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Zeitungsausschnitte kommen, aber wenn sowas denn da rumliegt, bin ich halt doch neugierig, ne? Also schick, schick, schick. Wahnsinn. Das ist nicht ein Wartezimmer. Der uns da noch was zu sagen? Was bist du? Bist du der Doc? Hallo? Ja, mein Freund. Nö, will nicht. Gut. Verschwinden wir von hier jetzt. Jetzt gucken wir uns das mal noch von außen an. Das ist wirklich als Klinik Wahnsinn, oder Leute? Mal ehrlich. Wahrscheinlich mit 3 Patienten voll. Ich fühle mich gerade vor dem Spiel immer, wenn diese Einblendung um den Kopf kommt, wenn ich in ein Auto einsteige, zum nächsten Spiel, Ziel springen, fühle ich mich ein bisschen gemobbt. So nach dem Motto, du fährst so scheiße. Das können wir uns auch sparen. Ich weiß übrigens gerade gar nicht, wo ich hinfahre. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Mag keine Straßenbahn. Habe ich das schon mal erwähnt? Aber wenigstens war es nicht allzu weit. Wir sind gleich da. Das ist schön. Weg. Ja, mecker nur. Hast ja recht. Ein Tuck zu früh abgebogen, aber er macht nichts. Fahren wir halt nochmal ums Karree rum. Kann ich auch. So, sind wir da. Das ist auch mal ein ganz nettes Apartmenthaus, muss ich zugeben. Also wenn es hier bloß Wohnungen gibt, also es sieht von außen zumindest schon mal ganz einladend aus. Bisschen neue Farbe, aber so im Großen und Ganzen. Schnieke, schnieke. Ich weiß gar nicht, wo der wohnt. Aber das scheint hier wirklich bloß irgendwie so die Pförtnerbude zu sein oder sowas. Ja, Moment. Rathausermittler sind wir jetzt. Okay, er hat sich also darauf eingelassen. Ja, das ist schön. 2 stand da irgendwie.
Zeigt er mir da auch nochmal was an? Wahrscheinlich ist da Briefkasten oder irgendwie sowas noch. Habe ich das übersehen? Ah! 2, ich wusste es doch. Hallo. Zwei und 3. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Nope. Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed, and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up, or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Hundeplatz. A-Loch. Ist das Kunst oder kann das weg? What exactly do you expect to find, Jack? Wie wir sie. Ich weiß es noch nicht, was wir zu finden erhoffen. Aha. Aha. Ich habe den Lippenstift gesehen, Leute. Ist ihm bloß scheißegal, so ein Mist. Hätte ihn ja wenigstens denunzieren können oder irgendwie sowas. Mann, aber nö. Das ist bestimmt nicht seine Ehefrau, insofern. Er scheint ja beschäftigt zu sein. Einkäufer hat er auch gemacht. Was gibt's denn? Vitamine. Made a terrible mistake. Get out while you can. So, da steht da für California drauf. Ich glaube, das ist die Feuerversicherung. Ja, ist es. Mal sehen, ob das jetzt mit dem Durchlaufen besser klappt. What exactly do you expect to find, Jack? Das werde ich dir denn schon noch mitteilen, mein Freund. Hängt da eigentlich die ganze Stadt mit drin? Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. Now I know why. To get all of What the exactly do you stockholders, I need expect to to follow the find, paper Jack? trail. Ja, ne? Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Könntest du jetzt bitte mal still sein?
So. Klar platze ich da jetzt rein. Bleiben Sie bedeckt, junge Frau. Princess. 16, mister? How old are you really? Nearly 13. What? Aufs Maul. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Zigarrenschachtel ist, glaube ich, jetzt irrelevant. Ich möchte aber trotzdem alles hier wissen. Das ist wie so ein Zusatzapartment für solche Sachen. Also, so, jetzt. Also ich... I want answers, Curtis. So pay attention. Er macht es ein bisschen anders als Please, Cole. Jack. I'm not a violent man. Kelso jetzt scheinbar schon. Gut. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. Mhm. So ein eiskalter Fisch. Ich zweifle es mal an. What is it with you people? Mist. How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Greed and avarice are very powerful forces for change, Jack. Combine that with the city's desire for progress, and it's a very heady cocktail. Mhm. You need to be a very special man to be able to resist that. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Ich glaube, das ist sogar eine Lüge. Ich gucke mir mal die Beweise an, Leute. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Jo. I thought. Nein. Now help me up, Jack, and I'll give you a 10-minute start before I go for the phone. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Leute, ich will mich nicht nochmal blamieren. Sorry. Ich würde jetzt auf Anzweifeln gehen, aber... Der lügt und der weiß, dass er in einer relativ guten Position sitzt. Jetzt, You smug son of a bitch, you're lying again. It's an insurance scam, pure and simple. And how do you prove that, Jack? My assessors wrote the policies on the houses. I only approve. Das gibt's doch nicht! I'm the rubber stamp. This doesn't come back to me. Ich krieg die Moppen. Very neat, Curtis.
Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. Sucker! Mann. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte ihm jetzt ganz gerne, ich glaube, Kelso selber auch, so eine kleine nette Faustmassage verpasst. Mir kommt da gerade eine Idee. Das ist bestimmt seine Karre. Leute, ein bisschen Genugtuung muss sein, ne? Und ich schere mich jetzt auch nicht darum, ob ich da ein paar Kratzer kriege. Juhu. Ist mir jetzt wurscht, ob das sein Auto ist. Das könnte vom Stil ja passen. Upsi. What's your problem? Fährt sich aber ganz ordentlich. Wir kürzen ab. Ups. Hey! Sorry. Ups. Ich sollte mal langsam aufhören, dass ich wenigstens mal ankomme. Hört sich jetzt auch nicht mehr so ganz so sauber an. Ach, die Ampel geht noch. Jetzt wäre das schon echt langsamer. Die Karre hält nichts aus. Ich würde mir gerne mal Ihren Pickup ausleihen, Mister. Gotta borrow this. Sorry. So I pay the city all these goddamn taxes and you need to take my... Yep. Der ist ein bisschen träger. Na. What's your problem? Control your car. Ich finde das geil. Ich mache die Fehler und Kelso motzt über die anderen Verkehrsteilnehmer. Das finde ich schon geil. Scheiße! Leute, ich sehe es gerade. Ich habe die Zeit verschwitzt. 23 Minuten. Ja gut, was in der Versicherungsgesellschaft passiert, sehen wir im nächsten Part. Es wird langsam final, deswegen ist das so spannend und ich hätte die Zeit, also ich hätte noch ewig weiterspielen können. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut, Leute. Ciao.